Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Auf dieses Video habe ich mich tatsächlich schon sehr lange gefreut und heute ist es endlich soweit. Dieser Karton kam an und darin befindet sich ein Sport-Endschalldämpfer für den Mazda CX-60. Den lässt sich heute auch ein Kunde bei uns im Auto direkt mal einbauen, obwohl er noch nicht mal offiziell auf dem Markt ist. Und ich nehme euch hier in diesem Video mit, zeige euch, wie das schöne Stück ausschaut, wie es dann natürlich auch montiert wird, wie es am Auto ausschaut und natürlich auch, wie er klingt. Das ist natürlich das besonders Interessante daran. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Bevor ich anfange mit Auspacken, erstmal ein paar grundlegende Informationen zur Auspuffanlage. Wir haben das gute Stück bei ATH Hinsberger bestellt. Der hat einen wirklich sehr, sehr großen und vielfältigen Webshop direkt auch für Mazda-Modelle. Also gerade die Mazda-Freaks, die kennen ihn sicherlich. Und der hat uns vor kurzem angerufen, dass jetzt endlich seine Endschalldämpferanlage fertig ist und ob wir das nicht mal bei einem Kunden einbauen wollen und ein Video drehen wollen. Das machen wir jetzt natürlich mit euch mal zusammen. Letzte Woche war auch tatsächlich ein Kunde mit einem CX-60 bei uns, hat sich ein Gewindefahrwerk einbauen lassen. Den haben wir natürlich informiert, dass er theoretisch einer der ersten in Deutschland sein könnte mit so einer Abgasanlage und war natürlich sofort Feuer und Flamme und heute hat er Termin, lässt sie sich auch direkt von uns mal montieren. Besonderheit bei dieser Abgasanlage ist, dass sie sozusagen 1:1 mit dem Original getauscht wird und ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr den CX-60 Plug-in Hybrid kennt, wir blenden euch da mal so ein Foto ein, das hat ja solche Fake-Blenden, das schaut schon ganz nett aus, aber grundsätzlich ist der Auspuff eigentlich nach unten gerichtet. Es strömt also hinten keinerlei Abgase hinaus. Und diese Blenden werden nun speziell bei dieser Abgasanlage entfernt. Und dann kommen natürlich schöne Abgasendrohre hin mit 90 mm. Und es wird auch eine schöne Blende hingemacht, dass es auch wirklich richtig schick ausschaut. Und ich bin auch wirklich gespannt, ob es nur so schick auf den Fotos ausschaut oder auch ganz genauso dann am Auto. Wir fangen jetzt gleich mal mit Auspacken an und schauen uns auch mal an, wie denn der Verpackungsinhalt ausschaut, wie das Ganze verarbeitet wurde. Das ist ja auch immer wichtig, da man ja auch ein bisschen Rückschlüsse auf die Qualität dann ziehen kann. Ihr seht schon, der Karton ist natürlich schon offen. Wir mussten ja auch prüfen, dass alles unbeschädigt ist, damit der Kunde heute nicht umsonst kommt. Ich habe allerdings bisher nur einen ganz, ganz groben Blick drauf geworfen. Für mich also auch eine kleine Premiere heute. Es ist alles noch ziemlich gut verpackt. Und ich fange jetzt einfach mal an, hier den Karton aufzuschneiden. So, als allererstes fallen mir hier mal diese 3 Zettel auf. Schauen wir uns auch mal direkt an. Da haben wir hier einmal die EG-Betriebserlaubnis. Das bedeutet, diese Auspuffanlage muss also nicht eingetragen werden von einer Prüfgesellschaft, sondern einfach nur montieren, am Auto fahren. Und wenn wir mal so ein bisschen reinschauen, sehe ich hier interessanterweise 3 Modelle. Also einmal den CX-5, einmal den Mazda 6 und einmal den CX-60. Da war ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Es scheint also, dass der Grundkörper von dieser Auspuffanlage baugleich ist, von allen 3 Modellen oder dort verwendet werden kann. Also auch sehr praktisch, nur die Endrohre dann wahrscheinlich eben den Unterschied machen. Hier seht ihr jetzt, ist der Plug-in-Hybrid eingetragen. Hinsberger hat uns auch informiert, dass er hier noch versucht, für den Diesel auch noch eine passende Abgasanlage, eine Genehmigung zu bekommen, dass er das auch verwenden kann, ist allerdings im Moment noch in Planung. Dann haben wir hier noch die Montageanleitung. Hier seht ihr schon mal ungefähr, wie das Ganze ablaufen wird. Hier oben seht ihr nochmal das Foto, hatten wir euch vorhin ja schon gezeigt. Und ja, hier haben wir dann einfach nochmal so einen kleinen Ablauf, weil es ja doch vielleicht für andere Werkstätten jetzt nicht gerade der Alltag ist, jetzt so eine Abgasanlage bei einem Plug-in-Hybrid auszutauschen. Und letzten Endes hier nochmal eine weitere Montageanleitung. Lege ich jetzt mal kurz beiseite. Ich nehme jetzt erstmal hier den Karton raus. Ich glaube, das ist nur so ein Pufferkarton, damit das gut reinpasst. Ich schaue trotzdem mal rein. Hier sind die Blenden drin, schön verpackt. Diese Blenden übrigens, die gibt es in schwarz-matt und in schwarz-glänzend. Ist noch ein bisschen Geschmackssache. Ich glaube, der Kunde hat sich für schwarz-matt hier entschieden. So, jawohl, schwarz-matt. Ich zeige euch das mal. Also das müsste dann steht auch die linke Seite sein. Dann wird also die Fake-Blende ausgebaut. Da würde man ja die Kanten von der Stoßstange sehen. Und dann wird das hier montiert und ist schön verarbeitet, muss man wirklich sagen. Schau, ich kann es mal ein bisschen näher hin. Oder wir zeigen euch dann mal ein Detailbild.
Hinten wird es also anscheinend dann verschraubt von hinten. So Löcher gebohrt werden. Und es schaut auch so aus, als wenn es ein bisschen verklebt wird. Da sind so Klebesicken drin. Ja, ich finde schwarz-matt schaut schon richtig gut aus, finde ich, bei dem Auto. Wobei das Glänzen natürlich auch gut zum Auto passen könnte, je nach Look. Der Humora zum Beispiel hat ja auch sehr viele schwarz glänzende Elemente. Also ist ein bisschen Geschmackssache, finde ich. Ich bin auch eher so der Matt-Typ. Okay, dann schauen wir uns mal noch an, was da noch drin ist. So, jetzt tue ich weiter drauf. Jawohl, Blende Nummer 2, eben für die rechte Seite. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. So, mehr ist hier nicht drin. Tun wir mal beiseite. Was haben wir denn hier? Haufen Füllmaterial. Noch mehr Füllmaterial. Noch mehr. Schauen wir mal. Klappert es ein bisschen. Das sind die Winkelstücke, die wir dann nachher brauchen werden. Das sind jetzt nicht so interessant im Moment. Das sind die Endrohre. Die sind natürlich am interessantesten. Schauen wir uns jetzt mal an. So. Sehr schick. Wow. Das schaut natürlich geil aus. Also das müsste jetzt auch linke Seite sein. Und ihr seht schon, die sind also so abgeschrägt. Haben hier vorne gebörtelte Kante, geht so ein bisschen innen dick reinlaufen. Schwarz-matt jetzt hier. Das Ganze kann man auch in poliert bestellen. Ihr werdet nachher am Auto sehen. Es wird gut zum Auto passen. Hat durch dieses Gewindefahrwerk schaut es schon richtig, richtig gut aus und eher so ein bisschen auf matt. Hat auch eine Beschriftung draußen dran. Und das wird dann eben dran gemacht. Ja, und dieser Versatz schaut natürlich auch ziemlich klasse aus. Passt sich also ein bisschen an die Linie von der Stoßstange an. Also bin ich schon richtig gespannt drauf, wie das dann im Auto aussehen wird. Ich packe das mal wieder gut ein. So, hier nun die andere Seite. Das tue ich mal so hin. Jawohl. Also keine anderen Sachen als auf der anderen Seite. Aber ja, auch wirklich schön verarbeitet, muss man sagen. Schaut sehr sauber aus. Und das hat schon was mit diesem Schwarz-Matt, muss ich sagen. Dann kommen wir jetzt mal zum Herzstück, dem Endschalldämpfer. So, ich lege das mal so ein bisschen flach hin. Jawohl. Machen wir mal so ein bisschen auf hier, dass man es sehen kann. Okay. Seht schon, das ist also eine Edelstahlanlage. Und da ist natürlich auch mal so interessant, wie die Schweißnähte verarbeitet sind. Haben wir auch schon einiges gesehen. So, gucken wir uns mal im Detail ein bisschen an. Man sieht schon hier, also schön verarbeitet. Solche Umrandungen sind ganz normal bei Edelstahlanlagen, weil das Material natürlich sehr heiß wird. Grundsätzlich wird sich das natürlich auch im Betrieb ein bisschen verfärben. Ist aber natürlich eben komplett rostfrei, was ganz, ganz wichtig ist und für die Lebensdauer natürlich sehr relevant ist. So, schauen wir uns mal die andere Seite an. Hier haben wir auch die Plakette. Die ist ganz wichtig, falls doch mal irgendwie ein TÜV-Prüfer oder einer von der Polizei sagt, ist denn die Auspuffanlage überhaupt eingetragen? E-Prüfzeichen heißt also komplett eintragungsfrei. Und ja, die Fachmänner erkennen es schon so ein bisschen an der Nummer. FMM steht meistens für Friedrich Motorsport. Also diese Anlage wird eben auch von Friedrich Motorsport zwar angeboten, allerdings diese Kombination aus den Endrohren und den Blenden gibt es tatsächlich nur bei ATH Hinsberger. Von Friedrich Motorsport gibt es die Abgasanlage nur mit den abgerundeten, nach unten gerichteten Auspuffblenden, ohne diesen Umbau. Es wird also wirklich nur für den Herrn Hinsberger in Lizenz hergestellt. Wenn man also auf die Optik steht, ist es durchaus hier die einzige sinnvolle Lösung. Damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich euch das jetzt hier mal trocken hingelegt. Ich bin sozusagen der Antriebsstrang, Auspuffgase kommen von meiner Richtung hier rein, werden hier drinnen verteilt, dann auf das linke und auf das rechte Endrohr durch die 90-Grad-Stücke, dann in die jeweiligen Endrohre rein. Wir haben euch auch mal die Blenden ungefähr so hingelegt, wie sie dann später ausschauen werden. Und hier war auch noch im Karton einiges an Befestigungsmaterial dabei. Das sind hauptsächlich so Schellen, damit man hier diese Stücke dann ausrichten und auch befestigen kann.
Manchmal muss man jedoch auch noch so mit Speisen so kleine Punkte machen, dass es wirklich richtig fest ist. Gerade durch Schlaglöcher oder Vibrationen kann sich das manchmal noch ein bisschen verdrehen. Aber im Normalfall, wenn alles gut klappt, sollte das mit den Schellen eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, ich hätte gesagt, wir starten jetzt dann gleich mal mit der Montage am Fahrzeug. Nehmen euch da so ein bisschen mit, dass ihr seht, wie das Ganze ablaufen wird und dann natürlich hinterher der Optikcheck und der Soundcheck, wie das Ganze im Auto ausschaut und auch klingt. An dieser Stelle habe ich schon mal den ersten Zwischenstand für euch. Wir haben schon einiges vorbereitet, damit man ein bisschen was sehen kann. Ihr seht, der Endschalldämpfer ist schon komplett ausgebaut. Den habe ich mal hier. Auch mal ganz interessant zu sehen. Man guckt ja nicht normalerweise so häufig unter das Auto. Und ihr seht schon hier, die Endrohre gehen nach unten, wie ich das vorhin schon geschildert hatte. Das heißt, die Auspuffblenden, die sich am Fahrzeug befinden, sind also nur aus optischen Gründen verbaut worden. Schauen wir uns auch mal näher an. Ich habe das hier mal schon vorbereitet soweit. Das sind diese Blenden. Bei dem Modell ist jetzt die Humura-Ausstattungslinie, sind die also schwarz. Und die sind geklipst, die macht man also einfach weg. Und dann befindet sich hier hinten dran nochmal eine Halterung. Und damit natürlich hier die neue Auspuffanlage auch passend reingebaut wird, müssen wir das jetzt hier an dieser Stelle entlang ausschneiden, damit genügend Platz ist für die zwei neuen Endrohre. Das haben wir auf der linken Seite schon mal vorbereitet. Ihr seht es jetzt schon mal, hier ist also der Ausschnitt vorhanden. Und wir haben auch bereits an diesen 3 Stellen schon Bohrungen gemacht, damit diese Blende montiert werden kann. Zeige ich euch gerne auch mal. So ist es dann hier. Dann also diese Stehbolzen eingeschraubt und dann hier in diese Halterung integriert. Und das schauen wir uns auch mal ein bisschen näher an. So. So würde das dann entsprechend ausschauen. Vielleicht kannst du es mal von der Seite so ein bisschen einfangen. Ich mache es jetzt noch nicht komplett fest. Hoppala. Genau. Und ja, dann kommt dann natürlich hier die Auspuffanlage rein. Es gibt diese Auspuffanlage auch, wie ich schon sagte, ohne diese Blenden. Dann würde man jetzt hier diesen Ausschnitt komplett wegmachen, sodass man hier eine schöne Abschlusskante hat. Finde ich jetzt persönlich aus optischen Gründen nicht besonders schön. Also ich würde es eigentlich immer mit diesen Blenden kaufen. Und wenn man schon eine Spottabgasanlage hat, dann finde ich eigentlich auch schön, wenn man ein paar Rohre sehen kann. Deswegen finde ich also die Version mit Edelstahl nach unten, die direkt von Friedrich Motorsport angeboten wird, eher nicht so interessant. Dann klingt er zwar schön, schaut aber eben nicht so schick aus. Jetzt gibt es vielleicht einige unter euch, die sagen, ja gut, wenn ich mir das jetzt kaufe, wie ist das, wenn ich das Auto verkaufe? Dann will vielleicht der neue Besitzer eben keine Sportabgasanlage, weil man ja vielleicht denkt, ein Plug-in-Hybrid, der sollte sich natürlich möglichst leise, möglichst angenehm fahren. Ist auch kein Thema. Der große Vorteil ist, dass dieses Element hier von der Stoßstange einzeln zu erwerben ist. Das heißt, wenn also der neue Besitzer beispielsweise irgendwann sagt, er möchte wieder auf das Original zurückrüsten, dann würde man hier nur dieses Element austauschen. Auf der rechten Seite natürlich ganz genauso. Und auch diese Blenden und so weiter, das kann man ja nochmal aufheben und weiterverwenden. Ansonsten gibt es das natürlich auch käuflich zu erwerben. Wir werden jetzt hier gleich mal mit der Montage weitermachen, den Auspuff schon mal ausrichten und montieren. Dann schauen wir uns das Ganze dann im montierten Zustand mal an. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen und lasst uns mal das Endergebnis anschauen. Und meine persönliche Meinung schaut ziemlich scharf aus, echt ziemlich aggressiv. Die Endrohre 90 mm schauen klasse aus, stehen schön weit vor. Hier die Blende passt super zum Auto, auch von der Passform war alles wirklich sehr genau, muss man sagen. Und ja, ihr könnt es einfach mal ein bisschen auf euch wirken lassen. Es verleiht dem Auto nochmal einen ganz anderen Ausdruck. Das Auto schaut dadurch wesentlich sportlicher und aggressiver aus. Der Kunde hat sich jetzt hier auch nochmal die Embleme vorher schon schwarz machen lassen. Das wirkt natürlich auch sehr, sehr schick, alles sehr clean das Ganze. Und ja, wir werden jetzt mit dem Kunden nochmal klären, ob er die Auspuffrohre eher ein bisschen weiter raus haben will. Das haben wir auf der linken Seite jetzt mal gemacht. Und rechts haben wir es ein bisschen näher rein. Das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, wie man das haben will. Wir können da als Werkstatt ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Und ich glaube, wir schauen uns auch mal das ganze Auto so ein bisschen an, weil es wirklich klasse ausschaut. Letzte Woche sagte ich ja schon, haben wir mal hier ein Gewindefahrwerk eingebaut. Und damit ihr auch mal den Unterschied sehen könnt, habe ich links jetzt gleich auch noch mal hier einen originalen CX-60 hingestellt von der gleichen Variante, dass man auch den Unterschied überhaupt mal sieht. Wir haben jetzt hier ein Gewindefahrwerk vorne und hinten drin. Wir haben eine Spurplatte drauf mit insgesamt 30 mm pro Achse, sodass das Auto auch wirklich schön aussieht. Die Räder schön abschließen, da hatten wir euch ja auch schon mal ein Video hochgeladen, wo wir im Endeffekt die Koni-Dämpfer mit Tieferlegung und allem Pipapo vorgestellt haben. Für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, verlinke ich das mal hier oben. Hat der Kunde alles bei sich machen lassen. Ja, und schaut euch das mal hier an. Da liegen natürlich schon Welten dazwischen. Ich jetzt hier so meine Hand dazwischen halte. Ich glaube, dann fällt das erstmal so richtig auf. Jetzt wechsle ich gerade mal hier das Auto. Also ihr habt ja gerade gesehen, wie ich das so gemacht habe. Jetzt hier kriege ich nicht mal mehr 2 Finger rein. Und also das Auto ist schon ganz ordentlich tief. Macht richtig Laune zu fahren, aber ganz klar, man muss auch davon ausgehen, dass hier
auch ein gewisser Komfortverlust vorhanden ist. Also hier geht es wirklich einfach um eine sportliche Optik, um eine sehr sportliche, dynamische Fahrweise, sehr, sehr lineares und präzises Lenkverhalten. Das Auto fährt sich wirklich Bombe. Ich glaube, ihr seid jetzt auch alle ziemlich gespannt darauf, wie dieser Auspuff klingt. Und damit wir das mal gut miteinander vergleichen können, fangen wir jetzt hier mal mit dem Originalauspuff an, lassen den einfach mal kurz laufen, starten, hören uns das ein bisschen an und zum anderen dann natürlich auch mal so ein bisschen den Motor hochdrehen, dass man das Geräusch im Unterschied dann auch erkennen kann. Ja, sehr leise, hört es schon. Perfekt, danke. Finde ich eigentlich schon für eine Serienauspuffanlage klingt die schon ganz ordentlich. Man merkt auch den 2,5 Liter Motor, dass da durchaus ein gewisses Volumen vorhanden ist. Jetzt hören wir uns das Ganze mal hier mit der neuen Abgasanlage an. Boah, das ist natürlich schon ein Unterschied. Ich hoffe, man konnte es auch wirklich gut hören. Das faucht regelrecht, so kenne ich das von Friedrich Motorsport eigentlich gar nicht. Normalerweise sind die deutlich bassiger, aber hier haben wir so ein richtig böses Fauchen vom Fahrzeug. Und ich bin gerade schon mal eine kleine Runde gefahren, um zu schauen, dass nichts klappert, dass unten alles passt. Und ich muss sagen, von Innenraum her hatte ich das gar nicht so gehört gehabt, wie ihr das gerade gehört habt. Also von innen klingt das Auto sehr sanft, ein bisschen brummiger als das Original, aber man merkt nicht annähernd, was das Auto hinten für ein Geräusch rausbringt. Also sehr, sehr reisetauglich. Für die, die jetzt vielleicht wirklich so ein richtig lautes Auto haben wollen, innen drin nichts, aber man merkt dem Auto an, dass da durchaus richtig Leistung vorhanden ist. Schaut, finde ich, wirklich klasse aus. In Kombination sowieso mit den ganzen Umbauausnahmen. Ein richtig, richtig schönes Auto. Einer der schönsten CX-60, die ich bisher gesehen habe. Ja, ich würde mich freuen, natürlich, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr Interesse an so einer Auspuffanlage habt, könnt ihr euch natürlich gerne an uns wenden oder natürlich auch an ATH Hinsberger, wie ich schon sagte. Das wird also erst in den nächsten Tagen und Wochen auf der Website veröffentlicht werden. Wir verlinken euch das unten auch mal gerne für die, die daran Interesse haben. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Produkten habt, schreibt es wie immer in die Kommentare rein. Wir versuchen da so schnell wie möglich darauf zu antworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ansonsten sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Video.